Moin und herzlich willkommen aus dem Miniatur Wunderland. Zuallererst natürlich euch allen ein frohes neues Jahr. Freddy und ich haben uns vorgenommen, euch in den nächsten 10 Minuten mal durchs Jahr 2026 zu führen. Wir haben wahnsinnig viel vor. Wir als Wunderland-Familie gehen mit ganz toller Vorfreude ins Jahr, denn es ist das Jahr 25 Jahre Miniatur Wunderland. Genau jetzt, vor 25 Jahren, haben wir schon am Harzabschnitt gebaut und im Sommer vor 25 Jahren das Wunderland eröffnet. Und das begleitet uns natürlich auch in unserem Jubiläumsjahr. Es wird ganz tolle Sachen geben. Wir wollen gerne am 16.08. am Geburtstag, am 25. Geburtstag, da wollen wir eine ganz tolle Aktion machen. Wir haben vor, vielleicht die Nacht durchzumachen, eine tolle Veranstaltung gemeinsam mit euch zu machen. Aber dazu werden wir euch im Frühjahr noch mehr Details liefern. Und dann gibt es rund um diesen Geburtstag halt ganz, ganz tolle Kooperationen, auf die wir wahnsinnig stolz sind. Wir haben zum Beispiel mit der Deutschen Bahn gesprochen und so wie es ausschaut, gibt es wirklich die Möglichkeit, dass ein echter ICE auf den Namen Knuffing getauft wird, der dann in Wunderland, Deutsche Bahn, Lackierung rumfährt und der dann von München bis Hamburg in echt zu sehen sein wird, was uns natürlich unfassbar stolz macht. Eine S-Bahn wird in unserem Design fahren. Ich glaube, wir kriegen einen LKW, ein Monopoly. Eine Güterlok, das ist schon ganz, ganz klar. Die kommt in einer Sonderlackierung noch schon in den ersten Monaten des Jahres auf die Gleise. Und davon wird es dann auch ein Modell geben, in 1:87. Der wird richtig bunt, richtig knallig. Es ist schon Wahnsinn von allen Seiten. Will man mit uns mitfeiern, hilft uns dabei, dass so dieses Jubiläum in die Welt getragen wird. Und da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Ich glaube, es wird in jedem Monat irgendwas passieren und das wird uns das ganze Jahr über begleiten. Das große Highlight modellbauerisch wird auf jeden Fall der Regenwald sein. Wir haben vor 10 Jahren begonnen, mit den Martinez's in Buenos Aires gemeinsam an unserem großen Südamerika-Abschnitt zu bauen. Dort sind immer von uns auch Leute da und wir wissen schon, es sieht richtig spannend und gut aus, aber er kommt erst bei uns an, ungefähr März, vielleicht Anfang April, mit dem Schiff in vielen Einzelteilen zerlegt, dann bauen wir das hier zusammen und dann kommt so die richtige Liebe. Dann werden die ganzen Figuren gesetzt, die ganze Farbe, das Leben kommt dann da rein. Dieses Modell wird riesig. Ich glaube, ich habe es vor Ort jetzt schon zweimal gesehen und man kann sich das auf Bildern noch gar nicht vorstellen. Das wird, glaube ich, der massivste Abschnitt, den wir je im Wunderland hatten. Wir haben alle ein Bild vor Augen, wie ein Regenwald aussieht. Was wir damit erwarten, Feuer, Rodung und sonst was. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen die Menschen alles zu uns kommen, wenn sie einen Regenwald sehen wollen. Und ich hoffe, dass wir das bedienen können. Es ist auf jeden Fall eine Superlative, weil der ist so groß und am Ende erstreckt er sich hoch in die Anden. Dahinter dann die Atacama-Wüste, an der wir auch noch ganz fleißig bauen dieses Jahr. Also wenn wir das dieses Jahr fertig kriegen und das eröffnet wird, das wird ein absolutes Highlight. Ich befürchte, dass wir das nicht mal eben in 3-4 Monaten hinbekommen, sondern bis wir das dann wirklich auch in der Liebe ausgeschmückt haben, bis wir es als perfekt empfinden werden, wird's wahrscheinlich September, wenn nicht gar November werden, aber da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Wir werden viele YouTube-Berichte machen und euch live dran teilhaben werden und das wird auf jeden Fall, ich glaube, ich freue mich unfassbar, es einmal dann hier jetzt komplett im Wunderland zu sehen. Ich glaube fast, das wird in Sachen Natur der schönste Abschnitt, den wir je gebaut haben. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch an die große Wunderland-Dokumentation im Kino, Platz 3 in den deutschen Kinocharts. Und ich kann das bis heute nicht glauben, das war so ein unglaublich emotionaler Film. Lief jetzt ja gerade auf Sat.1 zur Primetime. Ein anderes Projekt, an dem wir seit langem im Stillen arbeiten, ist unser großer Spielfilm im Kino. Der wird 2026 im August wahrscheinlich der Drehbeginn sein. Studio Hamburg, die den produzieren werden, haben jetzt das 6. Drehbuch geschrieben. Mit echt großen Schauspielern, einer ganz fiktiven Geschichte. Ich habe Ansätze des Drehbuchs gelesen, wenn das auch nur annähernd so umgesetzt wird. Ey, das kann wirklich bedeuten, dass es nicht nur in Deutschland ein Riesenhit wird. Das kann ein Kinofilm sein, der läuft vielleicht sogar in Amerika in den echten Kinos. Wir haben jetzt die ersten Testdrehs gesehen, wo dann, man muss es sich vorstellen, dass Wunderland zum einen hier in klein abgefilmt wurde, aber dann in riesigen Studios quasi das Wunderland auch wieder in groß aufgebaut wird. Sodass es wirklich so aussieht, als ob alles im Wunderland spielt. Und das heißt, dann werden einzelne kleine Abschnitte aus dem Wunderland auf einmal nicht in 1:87 verkleinert, sondern in 87:1 vergrößert. Sodass dann wirklich in einem Studio es aussieht, als ob alles im Wunderland spielt. Und diese ersten Bildwelten, die wir gesehen haben, sind fantastisch, machen uns Gänsehaut, eine riesengroße Vorfreude. Ist also so eine aufwendige Produktion. Es dauert echt lange, bis der fertig wird und der soll dann, wenn alles klappt, Ende 2027 in die Kinos kommen. Wenn alles so aufgeht, wie wir es glauben und hoffen, und davon bin ich überzeugt, wird das der große Familienkinofilm im Jahr 2027 werden. Und jetzt gibt es auch schon wieder so einen Running Gag. Ich werde ja ganz oft gefragt, ist das Bauen im Wunderland endlich? Habt ihr genug Platz? Und ich sage immer, also wir haben jetzt wieder genug Platz gekriegt.
Das reicht für immer, ne? Also hier die andere Seite mit der Brücke und dann können wir da oben auch noch Asien bauen und so. Und so weit mag ich gar nicht denken, weil das dauert alles noch lange. Aber natürlich ist es irgendwie endlich. Und genauso war es auch 2020, 2021, als wir mit der Brücke quasi den ganzen Block L mit 3750 Quadratmetern angeschlossen haben, dass wir alle ziemlich sicher waren, bis 2035 haben wir Ruhe. Und genauso ist es passiert. Wir haben völlig überraschend wieder eine große neue Fläche dazu bekommen. Und es gibt uns vor allem die Möglichkeit, nochmal vieles ganz, ganz neu zu denken. Wir werden einen neuen Eingangsbereich und Shopbereich bauen. Da hat Freddy schon ganz, ganz konkrete Ideen. Also ganz normal da, wo der Wunderland-Eingang ist, im zweiten Boden, bauen wir das Ganze nochmal in ganz modern, neu dieses Jahr ein Stockwerk tiefer. Und da drüber, wo jetzt der Eingang ist, wird dann ganz viel Fläche frei, um, ich sag's mal so eine Art Show-Modellbau-Technik-Fläche zu bauen, wo ihr wirklich zugucken könnt, wenn gerade gebaut wird, wie gebaut wird. Und erst dann kommt man ins Wunderland rein. Das ist, finde ich, ganz toll, weil es so ein bisschen auch zeigt, was für eine Arbeit dahinter steckt und das Ganze noch mehr zum Erlebnis macht. Und das ist wirklich toll. Immer im richtigen Moment kriegen wir neue Flächen. Also ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ich sage auch nichts mehr dazu. Jetzt haben wir genug Fläche. Das reicht jetzt für immer. Nee, ich sage dazu nichts mehr. Es ist nun mal so, erstmal muss man einen Bauantrag stellen. Da werden die Bauarbeiten wahrscheinlich erst, wenn dann alles Formale erledigt ist, in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Aber das wird auf jeden Fall auch ein Thema sein, was uns beschäftigen wird und was, glaube ich, auch für jeden, der das Wunderland besuchen kommt, auch sichtbar ganz tolle neue Perspektiven mit sich bringen wird. Eine Sache ist manchmal gar nicht so leicht für uns. Ne? Wir sind jetzt in der Hauptphase unserer Fertigstellung des Regenwaldes und der Atacama-Wüste. Alle Gedanken sind voll da reingeprogrammiert und wir können eigentlich gar nichts an was anderes denken, aber wir müssen es. Wir sind nämlich schon immer 1-2 Jahre im Voraus. Das heißt, jetzt gerade werden die Pläne fertig gemacht für die Karibik. Der nächste Abschnitt, weil wenn wir hier die Ausschmückung machen und eigentlich das ganze Leben sozusagen fertigstellen für den Regenwald, sind andere schon dabei, bauen schon den Tisch auf und bauen schon die ersten Spanten auf für den nächsten Bauabschnitt. Also ihr könnt euch sicher sein, wenn der Regenwald fertig ist, das dauert gar nicht lange, dann gibt es schon die ersten Geschichten aus der Karibik. Wir haben da ganz tolle Ideen, wir haben auch lange gebraucht, wirklich richtig lange gebraucht zu entscheiden, was ist für uns die Karibik, was stellen wir eigentlich dar. Was dann auch immer mehr in den Fokus rückt, wird unsere Asien-Dekade. Und das ist einfach, also das alles zu sortieren, was in Asien möglich sein kann. Von Indien mit dem größten Bahnnetz der Welt, völlig verrückten Zugszenen, wo dann irgendwie ein knallbunter Zug mit Menschen und Dingen auf dem Dach wundersamerweise von A nach B kommt, bis hin irgendwie zu Japan, wo hocheffiziente Hochgeschwindigkeitszüge in einem Wahnsinnstempo durchs Land rasen. China, was in Sachen Mobilität und 21. Jahrhundert natürlich irgendwie ganz, ganz spektakuläre Bilder bietet. Korea, Singapur, Thailand, der Buddhismus. Es gibt einfach so wahnsinnig viele bildstarke Themen. Und da beginnen wir das langsam zu sortieren, das in eine Abfolge zu bringen, die ersten Entwürfe zu machen, ein bisschen uns regional festzulegen, womit beginnen wir. Und das ist auf jeden Fall vielleicht modellbauerisch noch gar nicht so sehr das Thema in 26, dass wir ganz konkret bauen werden, aber planerisch, das wird Gerd, das wird uns extrem beschäftigen. Es gibt ja tatsächlich immer noch viele Menschen, die noch nie eine Virtual Reality Brille auf hatten und da haben wir ehrlich gesagt ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet, denn über 500.000 Menschen haben schon Julbi, also unsere Wunderland-Schrumpfmöglichkeit, sich selbst mal ins Wunderland zu schrumpfen, unsere Virtual Reality Attraktion erlebt und das sind ganz viele Menschen dabei gewesen. Ich würde jetzt einfach mal tippen, mehr als die Hälfte, die dadurch das erste Mal ein Erlebnis mit Virtual Reality hatten. Und dann machen wir weiter und wir haben uns weiterentwickelt. Der Miniatur-Wunderland Miniathlon. Daran haben wir ein Dreivierteljahr gearbeitet und das ist eigentlich ein Spiel im Wunderland, wo es um Geschicklichkeit, um Spaß geht. Man muss erst ein Kanurennen durch den Canale Grande machen, dann Aufgaben mit Pfeil und Bogen lösen und letztlich verrückten Affen auf dem Knuffinger Marktplatz Herr werden. Und das ergänzt Julbi nochmal ganz gut, weil unser erster Julbi-Go, also unser 10-Minuten-Content, ist ein Spaziergang durchs Wunderland gewesen. Und das hier ist jetzt eher ein Aktivitätsspiel im Wunderland. Und das heißt, man kann dann zukünftig immer zwischen entweder Spaziergang oder Aktivitätenspiel wählen und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist lustig, das ist spannend, das ist nochmal eine andere Dimension. Also wir werden uns auch Julbi-technisch immer weiterentwickeln. Das ist immer noch etwas, was einigen Menschen Angst macht, sich so eine Brille aufzusetzen, sich sozusagen aus der normalen Welt rauszubegeben in eine virtuelle Welt. Und klar, das ist auch manchmal fürs Bewusstsein schwierig, aber es ist ein Erlebnis und wer es noch nicht ausprobiert hat, Julbi ist die richtige Möglichkeit. Ich habe noch ein Thema für dieses Jahr.
Das ist so richtig geil, weil ich darf es euch nicht sagen. Das heißt, ich erzähle jetzt hier in die Kamera, ich darf euch das nicht sagen, was das geile Thema ist. Und das findet ihr mit Sicherheit ganz toll und sagt, mega Typ, ne? Erzählt uns hier was Geiles kommt, aber erzählt es uns nichts. Und ja, trotzdem erzähle ich es euch, dass es geil wird. Wir haben mit 3 großen Künstlern, deren Namen ich noch nicht verraten darf, tolle Aktionen im nächsten Jahr vor, haben die ein oder andere verspielte Rekordidee, haben noch auch hier bei YouTube so die ein oder andere Idee für ein neues Format. So, dann könnt ihr ja mal mitzählen, ob das ein oder andere realisiert wurde. Also ihr könnt ja mal dieses Jahr mitzählen, oh, das war jetzt eine Aktion mit einem Star. Also eine haben sie schon mal hingekriegt, weil wir wollen 3 hinkriegen und sind da auch guter Dinge. Seid gespannt. Als wir neulich zusammensaßen und so die Themenliste für 2026 durchgegangen sind, da stand da eine Sache drauf. Ich gucke gerade bewusst gar nicht mehr in die Kamera, weil ich mich schon fast schäme. Wir wollen dann doch endlich dieses Jahr mal eine neue Website machen. Ich finde nämlich, die ist altbacken. Ja, es kommt irgendwie alles rüber, was wichtig ist und es sind auch schöne Bilderchen drin und man kann auch viel über die Geschichte leben. Aber sie ist nicht mehr so interaktiv, sie ist nicht mehr so modern, sie ist nicht mehr State of the Art. Und das sagen wir eigentlich schon seit 3 Jahren und es ist fast so ein Running Gag. Nächstes Jahr machen wir es und wir haben es dieses Jahr wieder auf der Agenda. Ich persönlich bin mir jetzt noch nicht so sicher, wie weit wir kommen werden, aber versuchen werden wir es alle mal. Sprich, wenn ihr da noch tolle Ideen habt, was wir auf die Webseite raufnehmen könnt, schreibt das ruhig auch mal in die Kommentare. Wir sind jetzt gerade in so einer Phase, dass wir uns, ja, wie sagt man professionell, so ein bisschen evaluieren, uns alles anschauen. Daher sind wir total dankbar für alle Inspirationen, die ihr mit uns teilt. Das ist Wahnsinn, was uns dieses Jahr bringen wird, hoffentlich bringen wird. Man weiß es ja nie vorher und ich kann nur sagen, bleibt optimistisch, auch in einer Zeit, wo man nicht genau weiß, was dieses Jahr uns alles bringen wird. Glaubt daran, dass es ein schönes Jahr wird, nur dann kann es auch ein schönes Jahr werden. Ansonsten stellt euch mal vor, ihr geht in das Jahr rein und sagt, oh Gott, das wird so ein Scheißjahr. Und es war am Ende ein schönes Jahr, dann habt ihr euch die ganzen Sorgen umsonst gemacht. Lasst es lieber andersrum. Ne? Lasst uns optimistisch in das neue Jahr schauen. Ich hoffe inständig, dass wir, ich sag mal so, in 11 Monaten und 3 Wochen einen Jahresrückblick hier in diese Kamera sprechen und sagen, 2026 war ein geiles Jahr. So, auf dass es so wird, macht's gut, macht das Beste draus und habt ein tolles Jahr.